Somewhere in Wales, July 28th, schon wieder, AD 1581. Owen Somerset, a traveling merchant, was on his way back to his wife and family in London, having concluded some business dealings in Carriage. Caught suddenly by a summer storm, he spied an inn by the side of the road and marveled at his good fortune. Es gibt keine Zufälle in diesen Spielen. The innkeeper seemed quite taciturn, but Owen was in a good mood and was determined for it not to leave him. It was probably too late to continue riding, even if the storm had cleared. Owen decided to inquire after a room for the night. Fragen wir nur einfach mal. Machen wir es halt einfacher. Mit der Politik machst du aber keine Geschäfte. So können wir uns natürlich nicht abblitzen lassen. Warum bist du noch hier? Okay. Aber ich brauche wirklich ein Zimmer. Das ist vielleicht nicht das Sinnvollste, was du tun kannst. Ich weiß nicht, ob der Gute was damit zu tun hat. Dir ist klar, dass... Okay, weißt du was? Okay. Owen had no intention of leaving the inn until the storm had cleared. Tja, du lässt mir keine Wahl mehr, Großer. Was man auch verstehen kann. Das sind nicht die Aussagen, die man von einem Gastwirt hören möchte. Aber gut, wenigstens ein Ort zum Übernachten. Gut, nimm mal den Raum, im Vergleich zu dem anderen Raum, der nicht existiert. Aber hey, was soll schon passieren? Owen lay himself down, intending only to test the bed's softness, but in his exhaustion, he quickly succumbed to sleep. In the early hours of the morning, something jolted Owen from his slumber. Piercing sound? No. Piercing smell. The guest room of the Unicorn was a little bare, but quite functional. 2 beds and a dresser were the only furniture, and a set of stairs was the only exit. In the corner, smoke appeared to be rising from the floor. Nothing seemed to be burning in the bedroom, so the smoke had to come from downstairs. Okay. Dann ist vielleicht ein bisschen schlechter Ort für einen Ofen, ne? Oh fuck. Du bist kein Ofen. Blaze had been set before in front of the door. By whom? The innkeeper? Okay, was macht man? Versuch was wert. Was bleibt denn noch?
Slightly decorative wooden dresser stood in the corner. Ja. Ansonsten noch. The beds were simply peasant fare, the mattress no doubt stuffed with prickly straw, but they would have to suffice. The top sheet had been disturbed by own sleep and now lay wound up untidily at the foot of the bed. Gut, dann ist das wohl das Einzige, was bleibt. Owen took the sheet with him, presumably for comfort. Oder auch ein bisschen brennender, haha, um das Feuer zu löschen. Ach, so Depp auch immer das gelegt hat. Naja, wenigstens wäre das geklärt. Aber was brennt da eigentlich? Oh. Oh. Once again I returned, disoriented from a vision. I was closing in on the source of the madness. The innkeeper had said that the wood came from the tree on an island. Could have been clambered on an island? Given what I was seeing, it seemed a valid, if worrying, possibility. Besides that, it seemed I had no other leads, so what would I do? I was determined not to let the trail end there. If there was just a single clue. Vielleicht haben wir genau hier einen gefunden. Trilby, I know you are following a trail. Go to roof if you wish to proceed, Langman. Wenigstens mal keine Seite von irgendeinem komischen, gruselig religiösen Buch. Victim 2, the innkeeper. The second man who desired judgment was the innkeeper, who had bought the wood of the tree and built from its house. The prince came to him and his guests, and he struck the innkeeper down, and the innkeeper knew the name of the king. And the prince turned to the innkeeper's guests, and he said, You I shall not let live, for once before I have made this warning, and still my soul aches with what is done to the wood that is my soul, and I would spare no man who injures me in this way. And the innkeeper's guest knew the name of the king. Oh boy. Dann gehen wir mal zum Dach. Wo ist Abbott? Da ist Abbott. Abbott sat at the bar, somewhat the worse for a drink. He appeared to be staring fixedly at a somebody's porcelain head in front of him. Hey Abbott, was hast du da? Ja, ich sehe, der ist richtig gut drauf. Du hast eine Bar. I didn't drink. There was no bartender. I couldn't reach a bottle. So many things stood in the way of me completing that request. Komm schon. Gib mir einfach den Kopf. Na gut. Puh, wo soll ich jetzt was zu trinken auftreiben? Ah doch. Ahaha, ich weiß wo. Ich weiß wo. Bin ein cleverer Oppenheimer. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir was gesehen. Was zumindest mit ein bisschen Fantasie und dem Verständnis eines Artstyles als Flasche hätte durchgehen können. Nämlich das da. Das hier ist schließlich ein Keller. Warum nicht gleich ein Weinkeller? I took the wine. Perhaps this would appease the drunk professor upstairs. Na dann, trinken wir doch mal mit dem Guten ein. Systemich-Hotel. Ach, ich muss ja... Moment. Ich muss ja noch, ne? Tja. Wo könnte er sein? Was zum Henker?
The reception desk was a cheap pine affair and unadorned with papers and materials. A porcelain leg lay upon the desktop. Okay. Took the leg with me. Erinnert ihr euch an die Puppe? Ich tu's. Ah, und hier ist noch eins. Und vor Abbott saß der Kopf. Aber wo ist Abbott? Abbott. Abbott und Costello. Ist er wie im Trophäenraum? Nee. Ist er jetzt im Bad? Kann man ja ab und an mal hin, vor allem wenn man viel getrunken hat, kann man auch mal ins Bad gehen. Er war doch hier die ganze Zeit. Aha. Oh, Abbott. Abbott's drunken misery had caused him to shift into the dark hotel. The jolly man of whom I had grown fond lay decapitated on the floor. With Simon's disappearance, I was now truly alone. The professor had known nothing of the horror. He was blameless and ignorant of any matter involving the foul manor or a cursed idol, but it seemed my dark captor cared little for these facts. Oh, Trilby wird sauer. Gute Frage eigentlich. In the display of a warped sense of humor, the porcelain head was sitting where Abbott's old one had been. Tut mir leid, alter Freund, das muss ich mir kurz ausborgen. I pulled the head out of the stump, trying not to think about the wet cracking noise this caused. Ich glaube, ich war lang genug hier. Außerdem geht mir das Flüstern ein bisschen auf meine beginnende Gänsehaut. Ja, okay. Wo könnte noch irgendwas sein? Hier, wir haben einen Kopf, wir haben zwei Beine. Was uns fehlt, sind zwei Arme. Und hier sind keine. Im Bad waren wir auch eben. Ja, Moment, wir waren im dunklen Bad. Aber auch hier bringt uns das nicht weiter. Im Kühlschrank. Ach. Leider auch hier nicht. Ja, und hier schon erst recht nicht. Nein, hier möchte ich nicht bleiben, dankeschön. Vielen Dank. Gut. Das hier können wir wohl ausschließen. Den Raum auch, oder? Scheint fast so. Gut. Vielleicht draußen. In der Tat. The arm was laid carefully, almost reverently on the path, like some kind of offering. Manchmal stellt sich aber auch an. I took the arm with me. Tja, aber wo denn jetzt? Open Doro. Nein, danke. Nicht ganz meine Altersklasse. Tja, es gibt noch einen Raum, in dem wir überhaupt nicht waren. Es ist nicht Abbotts Raum. Es ist nicht Simons Raum. Es ist nicht irgendein obskurer Nebenraum. Es ist unser Raum. Ich glaube, es war 3C. Zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Wenn nicht, gehen wir auf eine kleine Entdeckungsreise. Aber habe ich nicht noch einen Schlüssel dabei? Ach, das ist wahrscheinlich einfach nur impliziert, dass er seinen eigenen Raumschlüssel auch hat. So, wie gesagt, ich glaube, es ist 3C.
Tatsache. Mein Zimmer, mein Arm.